Andrew Millings Verwandlung. Der Konflikt mit den Superschurkinnen Rebecca Youngblood und Lydia Lennox spitzt sich immer weiter zu. Es scheint fast so, als würde ein zweiter Tag der Rache oder etwas noch viel Schlimmeres kurz bevorstehen. In all dem Tun und Treiben darf jedoch einer nicht außer Acht gelassen werden. Andrew Milling. Er ist immer noch hier, vollkommen geschwächt, aber immer noch am Leben. Karak Goldeneye. Was glaubst du, geschieht jetzt mit Milling? Wagte Karaks kleine Pflegeschwester Melody Ralston ein wenig verunsichert zu fragen. Wird es ihm wieder besser gehen? Karak saß gemeinsam mit den anderen Ralstons um den Esszimmertisch versammelt und hatte sie gerade auf den neuesten Stand der letzten Ereignisse gebracht. Ich weiß es nicht, gestand er nun. Die Youngblood hat ihn fies reingelegt und dann hat sie ihm seine Lebensenergie entzogen. Das ist ganz große Eulenkacke. Aber dieser Mistkerl hat es doch auch nicht anders verdient, oder? Marlon kniff die Augen zusammen. Ich meine, nach allem, was er getan hat, ist es noch immer kein Grund, so etwas zu tun. Sowas wünscht man doch wirklich nicht einmal seinem schlimmsten Feind, unterbrach Anna Ralston ihren Sohn und blickte diesen nun tadelnd an. Die Frage ist, was haben diese beiden anderen nun vor? Wie hießen sie noch gleich? Lydia Youngblood und... Nachdenklich rieb sich Donald über das Kinn. Lydia Lennox und Rebecca Youngblood, berichtigte ihn Karak. Vor denen sollte man sich wirklich in Acht nehmen. Eine ist schlimmer als die andere. Wenn sie erst einmal von dem Buch wüssten. Doch leider durfte Karak ihnen nichts davon erzählen. Trotzdem mussten sie gewarnt werden. Er hoffte, es reichte, was er ihnen erzählt hatte. Denn Mr. Bridger hatte natürlich recht. Umso mehr Leute von dem geheimen Wandlerbuch wussten, desto heikler wurde die Situation. Karak war natürlich klar, dass er den Ralstons vertrauen konnte. Doch er wusste auch nicht, wie sie mit diesem Wissen umgehen würden. Womöglich würde es sie sogar unnötig in Gefahr bringen. Und wie würden sie wohl die Tatsache finden, dass mit diesem Buch die Möglichkeit bestand, einem jeden gewöhnlichen Menschen seine ganz eigene zweite Gestalt zu geben? Karak könnte sich durchaus vorstellen, dass beispielsweise Marlon daran Interesse hätte, welches Tier wohl seine zweite Gestalt wäre. Aber natürlich war es noch viel, viel schlimmer, dass sich dieses Buch auch weiterhin noch in den Händen seiner Feinde befand. Er hatte ja selbst gesehen, was man damit anstellen konnte. Eine Mammutwandlerin hatte die Löwenfrau erschaffen. Bei der großen Tanne. Und wie sollten sie nur jemals gegen sie fertig werden, wenn sie wirklich eine Armee von mächtigen, ausgestorbenen Urzeittieren erschuf? Oder lauter Trippelwandlern? Das durften sie auf gar keinen Fall erst zulassen. Er musste sich dringend mit seinen Freunden beraten.